Im Laufe ihres Lebens hat Elisabeth vor allem im Familienkreis viele schlimme Katastrophen erleben müssen. Das fing ganz jung an, als die noch nicht einmal 20-jährige Sissi ihr erstes Kind, die kleine Sophie, verloren hat. Rund 10 Jahre später musste sie dann miterleben, wie ihr Lieblingsschwager, der jüngere Bruder des Kaisers Maximilian, in Mexiko erschossen, hingerichtet wurde, was ein unglaublicher Schock für ganz Europa, aber besonders natürlich für Sissi und ihre Familie war. Als reife Frau hat sie dann auf dramatische Weise ihren Lieblingscousin, König Ludwig von Bayern, verloren. Ludwig war so etwas wie eine verwandte Seele für Sissi. Er war so wie sie ein Freigeist, ein Phantast, ein Romantiker, ein sehr unkonventioneller Mensch. Und bei ihm hat sie sich immer verstanden und aufgehoben gefühlt. Und so hat es sie unglaublich getroffen, dass er zuerst für verrückt erklärt und abgesetzt wurde und dann auf sehr mysteriöse Weise im Starnberger See ertrunken ist. Der schlimmste Schicksalsschlag, der kam aber 1889, als ihr einziger Sohn Rudolf Selbstmord begangen hat. Auch die politische Situation war für Sissi sehr belastend, denn Zeit ihres Lebens befand sich die österreichische Monarchie in einer schweren Krise. Es gab bewaffnete Konflikte, die für Österreich alle sehr schlecht ausgegangen sind, und so hat der Kaiser im Laufe seiner Regierungszeit große Gebiets- und damit auch große Machtverluste zur Kenntnis nehmen müssen, und auch im Inneren des Landes hat es gegärt. Das 19. Jahrhundert war ja das Zeitalter des Nationalismus, was für einen Vielvölkerstaat wie Österreich natürlich ein ganz großes Problem gewesen ist. Und darüber hinaus war es eine Zeit, in der die Menschen immer mehr Freiheit wollten, immer mehr Selbstbestimmung wollten und auch die Staatsform der Monarchie in Frage gestellt haben. All das hat Sissi in echte Konflikte gebracht, denn einerseits musste sie als Kaiserin, als Ehefrau, als Mutter diese modernen Ideen fürchten, weil sie ja die Zukunft ihrer Familie und vor allem ihrer Kinder in Frage gestellt haben. Aber als Privatperson hatte sie ganz große Sympathien dafür und sie hat sich offen dazu bekannt, dass für sie die Republik die vernünftigste Staatsform ist. Um diese inneren Konflikte bewältigen zu können, hat Sissi nach Ventilen gesucht. Und neben dem Schönheitswahn, dem Jugendwahn und dem exzessiven Sport fand sie ein solches Ventil auch in der Dichtkunst. Sie hat schon als ganz junges Mädchen gedichtet, und als sie älter wurde, da ist in ihr die Überzeugung gereift, dass sie eine große Dichterin wäre, und ihr Vorbild, das war kein geringerer als der damals schon verstorbene Heinrich Heine. Das ist insofern bemerkenswert, als Heine nicht nur einer der größten deutschsprachigen Dichter war, sondern auch ein echter Revolutionär, der in seinen Gedichten die Monarchie als Staatsform in Frage gestellt hat und gnadenlos verspottet hat. Sissi hat im Stile Heines gedichtet und hat dabei, so wie der Meister, auch die Politik ihrer Zeit ganz offen kritisiert. Sie hat sogar ihre eigene Familie kritisiert, sie hat sich über den Hof lustig gemacht und sie hat mitunter auch sehr witzige Gedichte geschrieben, in denen sie ihre zahllosen Verehrer gnadenlos verspottet hat. Solche Gedichte konnten natürlich nicht veröffentlicht werden, und auch dafür hat Sissi eine sehr spezielle Lösung gefunden. Nach dem Selbstmord ihres Sohnes Rudolf hat sie abrupt mit dem Dichten aufgehört. Sie hat ihr gesamtes dichterisches Werk in eine Kiste verpackt und hat testamentarisch verfügt, dass diese Kiste nach ihrem Tod nicht geöffnet werden darf, sondern dass sie der Republik Schweiz übergeben werden muss und dass der Präsident der Schweiz nach 1950 die Verpflichtung hat, diese Dichtungen öffentlich zu machen, was auch tatsächlich geschehen ist. Sissi war überzeugt davon, dass erst die Zukunftsseelen, wie sie das genannt hat, imstande sein werden, sie als Person zu würdigen und zu verstehen. Und damit hat sie durchaus recht, denn sie war tatsächlich gerade in ihrer Art zu leben und zu fühlen ihrer Zeit weit voraus. Das ist einer der Gründe, warum sie heute noch so geliebt wird und warum ihre Zeitgenossen wirklich größte Probleme hatten, sie zu begreifen. Ein zweites großes Ventil war für Sissi Zeit ihres Lebens das Reisen. Schon als ganz junge Frau hat sie einmal gesagt, sie würde am liebsten jedes Schiff besteigen und bis nach Afrika oder Brasilien fahren. Sie hat großes Fernweh gehabt, aber für die junge Sissi war das eine vollkommene Utopie, denn erstens war das Reisen in der Kutschenzeit sehr langwierig, aber auch gefährlich.
und zweitens konnte sie als junge Frau ja überhaupt noch nicht bestimmen, wo sie sich aufhält und was sie tut. Sie hat sich deshalb auch immer wieder in psychosomatische Krankheiten geflüchtet, die dann der Vorwand dafür waren, dass sie doch viele Monate weg von Wien konnte, um sich in einem besseren Klima aufzuhalten. Die reife Sissi hatte es da wesentlich einfacher. Inzwischen gab es in ganz Europa ein riesiges Eisenbahnnetz, mit dem man schnell, bequem und vor allem auch sicher unterwegs sein konnte. Und außerdem hatte sie sich ja das Recht erstritten, ganz frei darüber zu entscheiden, wo sie sich aufhält und was sie tut. Und sie war auch finanziell unabhängig. Das hat dazu geführt, dass Sissi im letzten Abschnitt ihres Lebens fast kaum noch in Wien gewesen ist. Sie war ununterbrochen unterwegs und in Wien musste man bei Hof dann eine Erzherzogin bestimmen, die statt ihr mit dem Kaiser die vielen, vielen Repräsentationspflichten erledigt hat, die Sissi selber nicht wahrgenommen hat. Als junge Frau hat Sissi für Ungarn geschwärmt und im letzten Lebensabschnitt hat sie eine ganz große Liebe zu Griechenland entwickelt. Sie hat die griechischen Philosophen und Dichter verehrt und das hat in ihr den Wunsch geweckt, Griechenland zu bereisen und Griechisch zu lernen. Sie wollte die Dichter im Original lesen können und sie hat auch diese schwierige Sprache in erstaunlich kurzer Zeit erlernt. Sie ist dann tatsächlich viel durch Griechenland gereist. Sie hat lange Wanderungen durch die griechischen Berge gemacht, wo dann Altertumsforscher hinter ihr hergelaufen sind und ihr während dieser Wanderungen die Geschichte näher gebracht haben. Und sie hat schließlich auf Korfu ein Grundstück gekauft, wo sie sich ein prächtiges Schloss im pompeianischen Stil errichten ließ. Dieses Schloss hat sie ihrem Lieblingshelden Achill geweiht. Man nannte es daher das Achilleon. Und im Park dieses Schlosses mit wunderbarem Blick auf das Meer, da hat sie Statuen aller griechischer Philosophen und Dichter aufstellen lassen und auch ein wunderbares Denkmal für ihren Lieblingsdichter Heine. Allerdings, kaum war das Achilleon vollendet, da hat Sissi keine Freude mehr daran gehabt. Sissi war immer schon exzentrisch, aber in ihren letzten Lebensjahren, da war sie wirklich seltsam. Das hat so weit geführt, dass das Leben mit ihr so unkonventionell und auch so anstrengend war, dass es sogar schwierig war, Hofdamen für sie zu finden. Sie hat sich beispielsweise angewöhnt, während des Regens oder bei Stürmen stundenlange Wanderungen zu machen. Sie hat sich eine Yacht zugelegt, mit der sie die Weltmeere umsegelt hat. Dort hat sie sich einmal während eines Sturms an Deck anbinden lassen, so wie einst Odysseus. Sie hat mit dieser Yacht manchmal an fremden Gestaden angelegt und wenn dort ein schönes Haus stand, ist sie einfach hineingegangen und hat gefragt, ob sie dort übernachten kann. Sie war bei Hotels gefürchtet, weil auch dort ist sie meistens unangemeldet gekommen mit einer riesigen Entourage, die nicht leicht unterzubringen war und mit enormen Sonderwünschen, die man kaum befriedigen konnte. Und sie hat auch andere Fürsten immer wieder vor den Kopf gestoßen. Natürlich musste sie als Kaiserin von Österreich, wenn sie ein fremdes Land bereist hat, den Fürsten dort ihre Aufwartung machen und so etwas wurde normalerweise von den beiden Höfen lange vorbereitet. Sissi hat das Protokoll gehasst und hat sich einfach darüber hinweggesetzt, ist also einfach in Fürstenpaläste und Königsschlösser marschiert und hat gesagt, sie wäre die Kaiserin von Österreich und würde gerne die Herrschaften besuchen. Das hat natürlich zu Problemen geführt. In Bad Homburg in Deutschland wurde sie einmal sogar von der diensthabenden Wache verhaftet, als sie dort die Kaiserin Witwe besuchen wollte, weil sich der Mann einfach nicht vorstellen konnte, dass diese seltsame Frau wirklich die Kaiserin von Österreich ist. Als dann der aufgeregte Obersthofmeister der Kaiserin Witwe kam, um sie zu befreien, hat eine sehr vergnügte Sissi vorgefunden, die diesen Vorfall unglaublich lustig gefunden hat. Sissi war ein sehr humorvoller Mensch, der sehr pointierte und witzige Gedichte geschrieben hat. Sie hatte aber seit früher Jugend auch einen Hang zur Melancholie, der in ihrer Familie vererbt gewesen ist. Diese Schwermut sollte sich im Laufe der Jahre durch die vielen, vielen Schicksalsschläge immer mehr vertiefen und nach dem Selbstmord ihres Sohnes Rudolf dann wirklich ausbrechen. Sie hat nach dem Tod ihres Sohnes Heil im Spiritismus gesucht. Sie hat sich eingebildet, dass sie über den Spiritismus mit ihrem Sohn, aber auch mit König Ludwig von Bayern oder mit Heinrich Heine Kontakt aufnehmen kann. Und man hat ihr nachgesagt, dass sie ihrem Sohn Rudolf den Tod geradezu neidet. Und so scheint es, als wäre es fast eine Erlösung gewesen, als sie im Jahr 1898 auf einer ihrer vielen Reisen in Genf dann tatsächlich der Tod ereilt hat. Auch Sissis Ende zeigt eine erstaunliche Parallele zum Schicksal von Diana. Beide haben
im Ausland einen vorzeitigen, gewaltsamen Tod gefunden. Im Falle von Diana war es ein Unfall unter ungeklärten Umständen. Im Falle von Sisi war es ein politisches Attentat und das ist besonders tragisch. Ihr Mörder war ein italienischer Anarchist, der eigentlich ganz jemand anderen ermorden wollte, doch sein ursprüngliches Opfer hat die Reise nach Genf abgesagt und so hat er dann, als er erfahren hat, dass die Kaiserin von Österreich in der Stadt ist, Sisi zu seinem neuen Opfer ausgesucht. Er hat sie, als sie auf dem Weg vom Hotel zur Bootsanlegestelle am Genfer See war, auf offener Straße mit einer Feile erdolcht. Besonders tragisch ist die Tatsache, dass er mit dieser Tat die Monarchie bekämpfen wollte, dass er dabei aber eine Frau getötet hat, die in ihrem Innersten ihr Leben lang eine Anhängerin der Republik gewesen ist. Sisi hat sich angewöhnt, auf ihren vielen, vielen Bahnreisen immer eine Kutsche des Wiener Hofes mitzuführen, damit sie vor Ort einen eigenen Wagen zur Verfügung hat und keinen Wagen mieten muss. Das hat sie auch auf ihrer letzten Reise in Genf gemacht. Und diese letzte von ihr benutzte Kutsche, die wurde dann als Andenken nach Wien zurückgeschickt und Sie können sie bei uns im Museum auch besichtigen. Genauso wie den prunkvollen schwarzen Leichenwagen des Wiener Hofes, mit dem Sisi dann ihre allerletzte Reise in die Kaisergruft in Wien angetreten hat.